In Deutschland gibt es jeden Tag gut 1000 Starts mit Passagierflugzeugen. Mehrere 10.000 Mitarbeiter bei den Flughäfen, Airlines und der Flugsicherung sind dafür im Einsatz. Allein für die Bereitstellung einer Passagiermaschine sind Dutzende Mitarbeiter erforderlich. Diese Dokumentation zeigt die Logistik eines Fluges, beginnend 2 Stunden vor dem Abflug. 4:15 Uhr, Flughafen Frankfurt am Main. Auf der Vorfeldposition V155 steht eine Boeing 757, die in 2 Stunden mit 250 Passagieren nach Heraklion fliegen soll. Technische Mitarbeiter der Airline treffen an der Maschine ein. Wir haben jetzt hier den Flieger, der soll um 5:45 fliegen und wir werden danach dann so gegen 7 Uhr in der Halle Feierabend machen. Was passiert jetzt als erstes? Wir gehen jetzt hoch, wir machen den Flieger auf, schalten den Strom ein, bereiten den Flieger soweit vor für die Crew. Gucken nochmal alles durch, dass die Papiere stimmen. Wie schließt man denn so ein Flugzeug auf? Das ist in unserem Fall nicht wirklich abgeschlossen. Also es gibt kein Schloss mit Schlüssel und sowas. Das ist einfach nur normal verriegelt. Flughäfen haben da verschiedene Kategorien. Das hier ist ein sicherer Flughafen, da müssen wir auch nichts verplomben. Wenn wir irgendwo im Ausland stehen, wo wir da uns nicht ganz sicher sein können, werden hier am Türrahmen Plomben angebracht, Papiersiegel oder Kunststoffsiegel, wo wir dann vor dem Betreten kontrollieren müssen, ob die in Ordnung waren oder nicht. Bist du alleine jetzt hier? Nee, ich habe noch einen Kollegen, der geht bereits unten rum, kontrolliert nochmal die Reifen, nochmal den Reifendruck kurz vor Abflug jetzt, weil die Reifen runterkühlen jetzt über Nacht und da muss man dann nochmal den Reifendruck kontrollieren. Ein Flugzeug über die Nacht nur zu parken, machen die Airlines nicht gerne. Parken bringt keine Einnahmen und der Wartungsaufwand ist höher. Für die Inbetriebnahme eines geparkten Flugzeugs gibt es genaue Pläne. Das wird vor jedem Abflug überprüft. Und ja, das wird halt nicht sofort gemacht, weil die Reifen dann sehr heiß sind. Wir müssen es abkühlen und dann können wir erst den Luftdruck überprüfen. Zu den Verfahren gehört, die Sicherheitsstifte an den Fahrwerken zu entfernen. Wir haben jetzt gerade die Gearpins gezogen. Die werden immer am Boden gesteckt, damit sichergestellt wird, wenn das Flugzeug geschleppt wird, dass das Fahrwerk nicht einknicken kann. Zur gleichen Zeit in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen. Kapitän Philipp Heinbockel ist auf dem Weg in die Verkehrszentrale. Er ist heute um 3:30 Uhr aufgestanden. Das bringt der Job so mit sich. Man gewöhnt sich schwierig dran. Richtig kommt man nie mit, ganz klar. Aber man lernt damit umzugehen. Wie häufig ist es, dass man so früh aufstehen muss? Es kommt schon zwischen 4 bis 8 Mal im Monat vor. Auch in unterschiedlichen Zeitzonen in der Welt. Aber man hat gelernt im Laufe der Jahre, früh ins Bett zu gehen, sich entsprechend vorzubereiten und dann ist es alles einfacher als am Anfang. Philipp Heinbockel hat heute das Kommando über den Flug mit der Boeing 757 nach Heraklion. Es ist jetzt 4:30 Uhr. In Gedanken ist er bereits bei den Flugvorbereitungen. Er weiß, dass er heute mit dem Flugzeug nach Kreta, dann weiter nach Santorin und schließlich wieder zurück nach Frankfurt fliegen wird. Erst gegen 15:30 Uhr wird der Arbeitstag zu Ende sein. In der Verkehrszentrale trifft er Co-Pilotin Dorothee Herrmann. Die beiden erhalten hier die wichtigsten Informationen für ihren Flug. Wir bekommen hier unsere Flugunterlagen, die wir überprüfen, wo wir uns das Wetter anschauen, wo wir uns anschauen die Route, ob am Bodenseitig irgendwelche Rollwege gesperrt sind oder nicht. Und wir machen daraufhin unsere Entscheidung, wie viel Benzin oder Sprit wir mitnehmen, geben die Daten ein, geben das den Kollegen von der Verkehrszentrale und die geben die Daten weiter und dann machen wir uns auf den Weg zum Kabinenbriefing und anschließend zum Flugzeug. Die Verkehrszentrale ist rund um die Uhr besetzt. Alle Flugbewegungen und die Wettervorhersagen werden ständig beobachtet. Die Piloten erhalten hier ihre Flugroute, Wetterdaten und Ausweichpläne. Sie checken die Unterlagen und entscheiden, welche Menge an Treibstoff getankt werden soll. Danke, tschüss. Tschüss. Noch 90 Minuten bis zum Abflug. Die Piloten werden als nächstes die Kabinenbesatzung treffen. Währenddessen am Flugzeug. Nils Eike ist an diesem Morgen der Erste an Bord. Gestern Abend kam diese Maschine um 22:30 Uhr aus Fuerteventura zurück und wurde auf dem Vorfeld geparkt. Im Cockpit fährt Nils die Systeme hoch. Den notwendigen Strom dafür bekommt die Maschine von einem Generator auf dem Vorfeld. Der 34-Jährige kennt in seiner 757 mittlerweile fast jeden Schalter. Die Knöpfe vorne im Cockpit auf jeden Fall.
Was die speziellen Systeme angeht, natürlich auch das meiste, aber es gibt halt auch vieles. Wir haben große Nachschlagewerke, wo man dann nochmal nachguckt, weil alles auf einmal kann man sich dann nicht merken. Das funktioniert nicht. In 45 Minuten wird Nils das Flugzeug den Piloten übergeben. Natürlich freut sich jeder Kapitän, wenn er ein Flugzeug ohne irgendwelche Beanstandungen bekommt. Das kriegen wir auch eigentlich immer hin. Ansonsten wird ein Flug abgesagt, verschoben, Flieger getauscht, wie auch immer, je nachdem. Und die Zusammenarbeit mit den Crews ist eigentlich sehr gut. Kollege Alexandros hat gute Nachrichten. So, Fahrwerke sind in Ordnung, Luft ist kontrolliert und die Pins sind raus. Ja, ich habe den Check jetzt soweit abgeschrieben, dann warten wir jetzt in Ruhe auf die Crew und dann war's das. Der Tanker ist auch schon da, die fangen jetzt auch gleich an zu betanken. Okay. Uhr. Max trifft im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ein. Insgesamt stehen zwischen 5 und 8 Uhr fast 100 Flüge auf der Anzeigetafel. Max ist einer der rund 250 Passagiere auf dem Flug nach Heraklion. Er macht sich gleich auf den Weg zum Check-in. Die Vorbereitungen der Techniker an der Boeing 757 sind zu diesem Zeitpunkt fast abgeschlossen. Papierkram fehlt noch. Wir bestätigen jetzt hier über unser System den sogenannten REM-Check, den wir heute Nacht gemacht haben. Das ist die Inspektion, Überprüfung von diesem Flugzeug. Und dieser Check wird alle 48 Stunden spätestens durchgeführt und gehört zu den kleinen Checks, die zwischendurch gemacht werden, zwischen den größeren Inspektionen, die wir noch haben. Nils Eike arbeitet seit 11 Jahren für die Fluggesellschaft und besitzt eine spezielle Einweisung für die Typen Boeing 757 und 767. Er hatte heute Nachtschicht. Auch jetzt an deren Ende wird von ihm volle Konzentration erwartet. Die Verantwortung ist schon sehr groß, was wir haben. Es ist halt das große Thema Sicherheit in der Fliegerei. Man muss genau darüber nachdenken, was man macht, muss es mit hoher Konzentration machen und um halt zu gewährleisten, dass wir halt auch immer das machen, was wir machen, sicher machen. Besonders die Nachtschichten haben es in sich. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die einen kommen sehr gut damit zurecht, die anderen eher weniger. Es ist auch eine Frage der Zeit, wie lange man das macht. Es ist schon eine relativ große körperliche Belastung, würde ich sagen. Die Techniker arbeiten zur gegenseitigen Kontrolle immer mindestens zu zweit und müssen alle Arbeitsschritte mit Unterschrift dokumentieren. Nils kommt mit Druck und Arbeitszeiten jedoch gut zurecht. Ich habe das nie bereut, diesen Job. Also ich bin immer noch so glücklich wie am ersten Tag und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann. 4:55 Uhr. Kapitän Philipp Hein-Bockel und Co-Pilotin Dorothee Herrmann sind auf dem Weg zum Crew-Briefing. Dort bereitet sich die Kabinenbesatzung bereits auf den bevorstehenden Flug vor. 6 Flugbegleiterinnen sind eingeteilt. Der 35-jährige Kapitän ist heute der einzige Mann der Besatzung. Ansprache mit Informationen für den Tag. Guten Morgen nochmal. Sorry, dass wir ein bisschen spät sind. Wir haben noch kurz gebraucht, damit wir den Sprit genau ausrechnen, damit wir in Heraklion nicht tanken müssen. Also wir haben durchgetankt bis Santorini. Die Flugzeug erstmal bis nach Heraklion ist 2 Stunden 35. Strecke jetzt erstmal Richtung Süden, dann über München, Österreich, Adriaküste entlang direkt nach Heraklion. Bis nach München kann es ein bisschen wackelig sein, also bis wir die Reiseflughöhe erreicht haben, und danach soll schönes Wetter sein, in Heraklion auch, Wind ein bisschen aus Süden, später auf Norden drehend, 20 Grad Sonne, alles schön. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass wir beides Mal über Wasser anfliegen. In Heraklion ja auch wirklich bis kurz vor die Landebahn ist da Wasser, und auch in Santorini. Santorini haben wir ja dann auch die kurze Bahn, und dass ihr einfach noch mal dann bewusst an eure Positionen denkt und eure Kommandos im Review macht im Final. Und dann einen schönen Flug. Ja. Dann fahren wir los, ne? Die Crew ist jetzt komplett. Als nächstes werden die 8 mit Bussen zum Flugzeug gebracht. Währenddessen ist Max auf dem Weg zum Check-in. Halten Sie bereits jetzt Ihren Ausweis und Ihre Reisedokumente bereit und achten Sie auf Größe und Gewicht Ihres Handgepäcks. Von der elektrischen zur realen Airline-Mitarbeiterin. Ihren Ausweis hätte ich gerne. Haben Sie Gepäckstücke dabei? Ja, ein Koffer. Dann dürfen Sie den Koffer gerne schon mal auf mein Band stellen. Der Check-in verläuft routiniert.
Haben Sie einen Wunsch, wo Sie sitzen möchten, am Gang oder am Fenster? Am Fenster bitte. Einmal am Fenster. Dann noch die Ermahnung, nicht zu trödeln, sondern zügig zum Gate vorzugehen. Um 5:45 Uhr bitte auf Position sein. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Reise und schönen Aufenthalt in Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön. Über das flughafeneigene Leitungssystem wird die Boeing 757 inzwischen betankt. Das Kerosin wird mit einem Dispenserfahrzeug in die Flugzeugtanks gepumpt. Die Betankung dauert so ungefähr 20 bis 30 Minuten, je nach Flugstrecke. Und wir werden für den Flug heute, schätze ich, ungefähr 16 Tonnen Sprit tanken. Das geht in einer halben Stunde rein. Das ist in einer halben Stunde spätestens da drin. Ja. Das Kerosin kommt aus 10 riesigen Treibstofftanks in der Nähe des Flughafens. Dort lagern rund 200 Millionen Liter. Der Treibstoff wird über ein 60 Kilometer langes unterirdisches Rohrleitungssystem direkt unter das Vorfeld zu den Parkpositionen geleitet. Tankwagen werden hier nur noch selten genutzt. Um unnötiges Gewicht einzusparen, haben die Piloten die benötigte Treibstoffmenge genau berechnet. Der Sprit wird nun in die unterschiedlichen Tanks verteilt. Wir haben 3 Tanks, wir haben jeweils die beiden Flügel als 2 Tanks und dann haben wir noch einen Center-Tank in der Mitte im Rumpf. Und der Tankerfahrer wählt das entsprechend vor, wie viel Sprit er wohin haben will, dass es gleichmäßig verteilt ist. Die 757 fasst rund 45.000 Liter Kraftstoff und hat eine Reichweite von über 6.000 Kilometern. Da Griechenland nur halb so weit entfernt ist, kann entsprechend weniger getankt werden. Das spart Gewicht und damit wiederum Sprit. Erst auf Santorin wird dann nachgetankt. Der Kerosinpreis hat sich in den 10 Jahren zuvor vervierfacht. Das hat Fliegen immer teurer gemacht. Spritsparen ist mehr denn je angesagt. In der Kabine unternimmt Techniker Alexandros Koulouris einen letzten Kontrollgang. Die Maschine ist gestern Abend noch gereinigt worden und jetzt abflugbereit. Das Catering war schon da, der Flieger wird auch schon gerade betankt, die Kabine ist auch soweit in Ordnung, wir warten jetzt nur noch auf die Crew und dann übergeben wir das Flugzeug. Die Techniker sind pünktlich fertig geworden. Es ist jetzt 5:15 Uhr, noch 60 Minuten bis zum Abflug. Währenddessen bringen Crewbusse Piloten und Flugbegleiterinnen zum Vorfeld. Die Firmenzentrale liegt unmittelbar neben dem Flughafen. Auf der Fahrt dorthin lernen sich einige Besatzungsmitglieder zum ersten Mal kennen. Die Airline beschäftigt beim fliegenden Personal über 2000 Mitarbeiter. Da kennt nicht jeder jeden. Kapitän Philipp Heinbockel und Kabinenchefin Manuela Meinert sind in guter Stimmung. Und das trotz frühen Aufstehens um kurz nach 3 Uhr. Auf den freundlichen Umgangston wird großen Wert gelegt. Es sind die letzten ruhigen Minuten eines arbeitsreichen Tages. Die Crew wird erst nach 15 Uhr aus Griechenland zurückkehren. Mit einem Bus werden die 8 nun zum Personaleingang gefahren. Dort müssen sie durch die Sicherheitskontrolle und gelangen dann mit einem weiteren Bus zu ihrem Flugzeug. Max hat die Sicherheitskontrollen bereits hinter sich. Er wartet am Gate auf den Beginn des Boardings. Draußen auf der Vorfeldposition V155 beginnt währenddessen die Gepäckverladung. Leider jetzt den Zeitplan, die Koffer-Einladerampe steht auch schon. Ja, das Förderband steht schon hier, die Koffer werden jetzt auch bald kommen. Also wir sind noch voll im Plan, die Crew ist noch nicht mal da. Wir haben noch 1 Stunde bis zum Abflug, also bisher läuft noch alles sehr gut. Über ein computergesteuertes Fördersystem und Gepäckwagen gelangen die knapp 300 Koffer vom Terminal ans Flugzeug. Es gibt für die Fracht oder für die Koffer einen Beladeplan, der erstellt wird anhand der Gewichte. Es gibt einen Lademeister, der das überwacht, damit die Gewichte hinterher stimmen, damit das Flugzeug im Gleichgewicht ist. Haben wir einmal vorne einen Frachtraum, der ungefähr bis kurz vor dem Flügel geht. Und dann haben wir hinten nochmal hinter dem Flügel auch nochmal einen Frachtraum, wo das dann gleichmäßig verteilt wird. Pro Passagier ist auf Mittelstreckenflügen in der Economy Class ein Gepäckstück erlaubt mit maximal 20 Kilogramm. Manche Koffer sind jedoch trotzdem schwerer.
Überschlägig gerechnet müssen die Kofferträger nun an die 5 Tonnen von Hand in den Gepäckräumen verstauen. Also wenn man sieht, was die Leute manchmal einpacken und doch viel mehr einpacken, als man eigentlich sollte, können die einem schon manchmal leid tun, weil wir haben auch relativ flache Frachträume. Das ist, glaube ich, ein sehr anstrengender Job. Bis zum geplanten Abflug sind es noch 45 Minuten. Das Flugzeug ist technisch bereit, das Gepäck zu verladen, dauert jedoch fast eine halbe Stunde. Noch ist niemand in der Maschine, der mit ihr nach Heraklion fliegen wird. Die Passagiere sammeln sich am Gate und erst jetzt kommt der Crewbus mit den 2 Piloten und 6 Flugbegleitern an der Boeing 757 an. Sofort begeben sich alle bis auf Kapitän Hein Bockel an Bord. Während die Co-Pilotin und die Flugbegleiter gleich mit ihren Vorbereitungen in der Maschine beginnen, informiert sich Kapitän Hein Bockel bei Nils Eike über den Zustand der Maschine. Ein kurzes Gespräch, keine besonderen Vorkommnisse. Flugbegleiterin Nadja Lamanna arbeitet nun eine Checkliste ab, von den Waschräumen bis zu den Taschenlampen. Es muss zügig vorangehen. Bereits in 20 Minuten werden die Fluggäste erwartet. Sollte nun etwas fehlen oder defekt sein, wäre die Zeit sehr knapp, die Dinge in Ordnung zu bringen. Nach den vorangegangenen Checks durch die Techniker wäre das allerdings unwahrscheinlich. Und tatsächlich findet Nadja bisher nichts, was zu beanstanden wäre. Also ich habe eine bestimmte Position, das ist 2 links, das heißt, ich habe auch eine bestimmte Checkliste und jetzt wird Punkt für Punkt abgearbeitet, um zu gucken natürlich, dass alles in Ordnung ist, dass die ganze Sicherheitsausrüstung da ist, die ganzen Notgegenstände und so, dass die Passagiere dann natürlich sicher an Bord sich begeben können. Auch die Kontrolle der Türen in der Nähe ihres Platzes gehört zum Check dazu. Alles okay. Kapitän Hein Bockel ist währenddessen wieder draußen am Flugzeug. Die Maschine wurde zwar gerade erst von den beiden Technikerkollegen gecheckt, der Walk-Around durch einen der beiden Piloten ist aber auch für die mentale Vorbereitung wichtig. Die Sicherheit hier eben steht bei uns an oberster Stelle und die Techniker haben das alles schon überprüft. Ich schaue es mir nochmal an. Wir haben auch Techniker immer im Flugzeug, die vorher das Flugzeug bereitstellen, um genauestens zu überprüfen. Trotz allem versichere ich mich auch nochmal, dass alles in Ordnung ist. Das trage ich oben auch dann in die Bücher ein. Und dann können die Passagiere kommen und einsteigen. Etwa 5 Minuten dauert der Rundgang um das Flugzeug. Der Kapitän kontrolliert vor allem Triebwerke und Fahrwerk auf sichtbare Beschädigungen oder Lecks. Die Konzentration für den Flug nach Heraklion steigt durch dieses Ritual weiter an. Ich schaue mir jetzt an, einfach sicherstellen, dass die Oberflächenbeschaffenheit, dass nicht vielleicht am Flughafen irgendwie was aufs Flugzeug gefallen ist, dass einfach alles so ist, wie es sein soll, dass die Vorderkante, dass unsere Beleuchtung richtig funktioniert, dass die Beleuchtung an ist und gibt mir einen Überblick über den Gesamtzustand von dem Flugzeug. Inzwischen ist es 5:45 Uhr, noch 30 Minuten bis zum Abflug. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt am Gate B2 das Boarding. Ihre Maschine steht heute auf einer Vorfeldposition geparkt. Das heißt, die bereitstehende Busse werden Sie dorthin bringen. Weil die Passagiere per Bus zum Flugzeug gebracht werden und nicht einfach über eine Fluggastbrücke laufen können, werden keine Sitzreihen bevorzugt aufgerufen. Hoffentlich haben sich alle eingecheckten Personen auch rechtzeitig am Gate eingefunden. Hallo. Guten Tag. Schöne Reise. Dankeschön. Um die gut 250 Passagiere zur Maschine auf das Vorfeld zu bringen, werden 3 Busse benötigt. Bei den meisten Passagieren ist der Bustransfer nicht sehr beliebt. Der Gang durch die Fluggastbrücken ist schneller und komfortabler. Zeitgleich wird es in der Kabine etwas hektisch. Zeitschriften, Decken und Kissen müssen rechtzeitig bereit liegen. Das gehört zum Service an Bord. Es sind Einmalbezüge. Also die werden immer frisch bezogen. Es gibt Gäste, die nehmen sich die Hülle mit, als Erinnerung an den Flug. Das heißt, heute sind auch genügend Kissen für Hin- und Rückflug? Das sollte eigentlich immer so sein. Auch für Kleinkinder ist es ganz besonders wichtig, dass wir Kissen haben, um die auszupolstern, damit die uns nicht durch den Gurt rutschen. Ja. Für das Kabinenpersonal trägt heute Purserin Manuela Meinert die Verantwortung. Ihre Position ist bei der vorderen Küche, der sogenannten Galley, direkt hinter dem Cockpit.
Sie bestätigt die Checklisten und ist für die Einhaltung des Zeitplans verantwortlich. Die ersten, ja, sagen wir mal 30 Minuten sind wir dann hier schon am Hudeln, weil 30 Minuten Punkt vor Abflug werden die Gäste automatisch hier zu uns an Bord bestellt. Also haben wir jetzt Boarding sozusagen eingeleitet und bis dahin muss natürlich alles abgeschlossen sein, was jetzt hier Catering betrifft, Vorbereitungsarbeiten, Zeitschriften, Zeitungen für die Gäste, damit das eben alles auch einen sehr schönen Eindruck hinterlässt für die Gäste und die sich willkommen fühlen bei uns an Bord. Wir machen jetzt hier unsere Vorbereitungsaufgaben und die Gäste sind auch bereits abgerufen, sodass wir dann auf die Position gehen, sobald der Bus hier ankommen wird und wir dann die Gäste begrüßen können. Im Cockpit haben Kapitän und Co-Pilotin ihre Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Mit seiner Unterschrift im Logbuch dokumentiert der Kapitän die ordnungsgemäße Übernahme der Boeing 757. Mit dem Ramp Agent bespricht er letzte Details. 16,5 Durchschnittsgewicht, gibt dann 1171 vorne, in der 31555, 1072 für die 4. Der Ramp Agent hat die Piloten über den Beladezustand informiert. Das ist wichtig, denn der hat Einfluss auf das Flugverhalten. Es ist jetzt 10 Minuten vor 6. Der erste Bus mit Passagieren ist auf dem Weg zum Flieger. Auf Deutschlands größtem Flughafen kann so eine Fahrt bis zu 10 Minuten dauern. Und dabei gibt es Flugzeugtypen und Fluggesellschaften aus aller Welt zu sehen. In Frankfurt finden täglich 1300 Starts und Landungen statt. Und mit jährlich 55 Millionen Passagieren liegt der Airport in Europa an 3. Stelle, hinter London und Paris. Es sind noch 20 Minuten bis zum Start, als der Bus am Flugzeug ankommt. Vorteil des Boardings auf dem Vorfeld ist, dass die Passagiere vorne und hinten einsteigen können. Das spart Zeit. Vor allem das Verstauen des Handgepäcks kann nun Nerven kosten. Bei der fast ausgebuchten Maschine ist der Platz eng. Die Flugbegleiter versuchen das Boarding zu beschleunigen, sodass die Passagiere nicht unnötig stehen bleiben und den Gang blockieren. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Aus Sicherheitsgründen bitte verstauen Sie schweres Handgepäck nur unter Ihrem Vordersitz und stellen Sie auch kein Kind. Immer wieder muss zu schweres und sperriges Handgepäck extra verladen werden. Das kostet wertvolle Zeit. Muss dann wieder runtergebracht werden. Kinderwagen, die mit an den Flieger kommen, die werden dann nochmal separat hinterher eingeladen. Aber das kommt trotzdem alles noch mit. Diesmal sorgt ein liegen gelassenes iPad für Aufregung kurz vor dem Start. Können Sie da mal irgendwie Kontakte spielen lassen? Das wäre nett. Das wäre aber ganz reizend. Der Herr hat an der Sicherheitskontrolle sein iPad verloren und wollte jetzt wissen, ob die Möglichkeit bestünde, dass er auf die Schnelle vielleicht Kontakt bekommt, dass man da mal nachschaut. Ich werde es probieren, aber was war denn das für eine Sicherheitskontrolle? Es gibt ja mehrere. Wo ist er denn durchgegangen? Der Ramp Agent versucht zu helfen. Also ich denke mal, da wir so knapp vor Abflug sind, wird es heute wahrscheinlich nichts mehr. Aber es ist natürlich schon beruhigend für den Gast, wenn er weiß, es wurde gefunden und wird bei Lost and Found dann eingelagert, sodass er sich bei Rückkehr in Frankfurt einfach abholen kann. Eine Telefonnummer parat für ihn? Der Fall ist eigentlich hoffnungslos, die Zeit zu knapp. Sie haben es nicht mitgehört, ja? Zur Hälfte. Hast du es mal probiert, bei Paxton oder Lost and Found einfach nachfragen bei Rückkehr. Also jetzt war keine Chance. Der Passagier muss ohne iPad in den Urlaub fliegen. Sein Gerät wird aber gefunden und bei Lost and Found verwahrt. Das Boarding ist abgeschlossen und die Piloten haben von der Flugsicherung einen sogenannten Slot bekommen, einen Zeitraum, in dem sie starten müssen. Kapitän und Co-Pilotin gehen mit der Before Start gemeinsam eine von mehreren Checklisten dieses Fluges durch. In ein paar Minuten werden die Piloten vom Tower um die Freigabe bitten, die Triebwerke anlassen zu dürfen. In der Verkehrszentrale werden die zeitlichen Abläufe des Fluges mitverfolgt. Die Airline hat 39 Flugzeuge und die werden von dem Gebäude direkt neben dem Frankfurter Flughafen koordiniert. Auf diesem Monitor sind halt alle unsere Flüge, die unterwegs sind, in der Luft sind. Dann Turbulenzzonen, dann Gewitterfronten. Ich kann mir auch Icing Conditions anzeigen lassen. Ich kann mir anzeigen lassen, wo Vulkane ausbrechen. Die werden dann auch gemarkert. Also ist sehr vielfältig. Auf großen Monitoren ist die ganze Erde abgebildet, mit vielen Informationen zu Lufträumen und Wetter. Blau, das sind die Höhenwinde, die sogenannten Jetstreams. Selbsterklärend Höhenwinde, Winde in der Höhe.
Dann haben wir diese grünen Flächen, das sind Turbulenzzonen. Wenn man draufklickt, dann bekommt man gezeigt, von wann bis wann wir da Turbulenzen zu erwarten haben und in welchen Flughöhen. Die roten Flächen, das sind Flächen, die uns Konvektivereignisse anzeigen, das heißt Wetter, Gewitter, auch in Höhe, Flight Level sowieso bis sowieso und im Zeitraum von dann bis dann. Eine erstaunliche Darstellung, die den Flugdienstberatern sehr hilfreich ist. Auf einem weiteren Monitor werden die Statusmeldungen der Flugzeuge angezeigt. Wir haben jetzt eine Statusänderung bei der Oscar November, unserem Flug nach Heraklion. Der Kapitän Hainbockel hat eben Startup requested, jetzt hat er Startup given, SOG. Und gleich werden wir sehen, dass er jede Minute off-Block geht. Die Piloten haben vom Tower die Freigabe zum Anlassen der Triebwerke erhalten. Per Kabel ist Kapitän Hainbockel mit Nils Eicke verbunden. Alle weiteren Schritte wird er mit dem Kollegen am Boden abstimmen. In wenigen Minuten werden die Bremsklötze entfernt. Der Flieger ist dann bereit zum Losrollen. Max, unser Passagier, schnallt sich an. In der Kabine hat Purserin Manuela Meinert die Videovorführung mit den Sicherheitshinweisen für die Passagiere gestartet. Um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, hat sich die Airline etwas einfallen lassen. Ein Video, in dem eine Doppelgängerin von Paris Hilton und ein kleiner Hund mitspielen. 6:16 Uhr. Vorfeldmitarbeiter des Flughafens entfernen die Bremsklötze an den Fahrwerken. Die Maschine ist jetzt off-Block. Vor 2 Stunden hat Nils Eicke die Maschine aufgeschlossen und mit umfangreichen Inspektionen begonnen. Die Passagiere haben von all dem nichts mitbekommen. Für sie zählt vor allem, in den Urlaub zu kommen. Und es scheint, als würde die Boeing 757 pünktlich abfliegen. Daumen hoch. Das Signal an den Kapitän. Ich habe ihm jetzt gesagt, dass der Flieger klar ist zum Rollen, dass keine Treppen mehr dran stehen, dass keine Leitungen mehr dran sind, keine Klötze davor liegen, dass er jetzt wegrollen kann. Und bin dann zur Seite gegangen, habe ihm den Daumen gehoben, um nochmal ihm mitzuteilen, dass halt keine Fahrzeuge in der Nähe sind, dass er gefahrlos abrollen kann. Das Flugzeug wird nun zur Startbahn 18 West rollen. Die Crew hat 3 Flüge vor sich. Zunächst die Strecke nach Heraklion, dann weiter nach Santorin und schließlich wieder zurück nach Frankfurt, wo die Landung um 15 Uhr geplant ist. Nils Eicke, 34 Jahre alt und Familienvater, hat dagegen nach 8 Stunden Nachtschicht nun endlich Feierabend. Wir fahren jetzt rüber, ziehen uns um, fahren nach Hause, dann gibt es normales Frühstück und dann ins Bett, damit wir heute Abend wieder ausgeschlafen zum Dienst kommen können. Den Start der 757-300 übernimmt heute Co-Pilotin Dorothee Herrmann. Auf Monitoren können die Passagiere die Position des Flugzeugs nachverfolgen und allein der Blick aus dem Fenster sorgt in diesen Momenten bei Fluginteressierten immer wieder für hervorragende Unterhaltung. Den besten Blick haben allerdings die Piloten, die dafür auch noch Geld bekommen. Immerhin haben sie jetzt die Verantwortung für 250 Menschenleben und millionenschweres Gerät. Der Start verläuft bei guter Sicht ohne Probleme. In der Verkehrszentrale herrscht inzwischen Hochbetrieb. Fast alle 39 Maschinen der Airline sind heute im Einsatz und werden von hier aus koordiniert. Die Mitarbeiter müssen sofort auf Verzögerungen oder Ausfälle reagieren können. Bei ihrer Arbeit nutzen sie auch öffentlich zugängliche Software. Hier zum Beispiel, das ist ein Tool von Eurocontrol. Da können wir alle unsere Flüge darstellen lassen. Wir sehen jetzt hier, unsere Condor 666 von Frankfurt nach Heraklion ist gerade airborne gegangen. Das heißt, wir haben jetzt 4:22 Uhr. Unsere Gäste werden auch pünktlich an ihrer Destination sein. UTC ist die weltweite Zeit in der Luftfahrt. 4:27 Uhr bedeutet 6:27 Uhr in Frankfurt. Wir haben jetzt hier ein nettes Tool.
Das ist unser ACAS. Über ACAS können wir Nachrichten an die verschiedenen Flugzeuge verschicken. Das ist unter anderem Freitags, Samstags, Sonntags Bundesliga-Ergebnisse. Die Gäste möchten das natürlich immer wissen und wir halten die Crews natürlich immer aktuell auf dem Laufenden. Oder wenn Champions League ist, dann immer wenn ein Tor fällt, benachrichtigen wir die Flieger. 30 Minuten nach dem Start. An Bord der Boeing 757 nach Heraklion werden Kopfhörer für das Bordprogramm verteilt. Der Anspruch deutscher Fluggäste an die Airlines ist groß. Als Reiseweltmeister legen sie Wert auf Pünktlichkeit, genügend Platzangebot und guten Service. Jahr für Jahr treten die Deutschen mehr als 50 Millionen Urlaubsreisen an. Vor allem das Unterhaltungsprogramm und das Essen wird kritisch beurteilt. Auf dem relativ kurzen Flug nach Griechenland gibt es ein kleines Frühstück und kurze Filmeinspieler. Max hört nun einfach Musik und versucht am Boden etwas zu erkennen. Im Moment sind leider nur Wolken zu sehen. Das Flugzeug hat seine Reiseflughöhe von 34.000 Fuß erreicht und befindet sich nun über den Alpen. Hier in rund 10.000 Metern Höhe kommunizieren die Piloten mit den wechselnden Flugsicherungsstellen am Boden und überwachen den Flugweg. Wir sind in Frankfurt von der Position losgerollt zur Startbahn West, Startbahn 1.8. Dort habe ich die Kontrolle an die Kollegin übergeben, die heute den Flug nach Heraklion durchführt. Wir wechseln uns immer ab, dass jeder einmal fliegt an den Tagen, wo wir unterwegs sind. Und hatten heute ein Abfluggewicht von 105 Tonnen. Unsere Abhebegeschwindigkeit war bei knapp 300 Stundenkilometern. Der 35-Jährige fliegt seit 12 Jahren für die Airline aus Frankfurt. Es ist Verwirklichung eines Kindheitstraums von mir. Die Faszination am Fliegen, die Begeisterung, die ist nach wie vor riesig bei mir. Und für mich ist es immer wieder, wenn man dann hier oben ist, rausschaut, einfach ein tolles Erlebnis. Hier in der Reiseflughöhe droht den Passagieren die Langeweile. Zeitvertreib ist angesagt und viele wollen nach dem frühen Aufstehen einfach nur schlafen. Dann würden sie allerdings den Bordservice verpassen. Schon kurz nach dem Start haben die Flugbegleiterinnen mit den Vorbereitungen für die Speisen und Getränke begonnen. Während ein Teil von ihnen bereits die Getränke serviert, bereiten die anderen das Frühstück vor. Obwohl die Flugzeit nur knapp 3 Stunden beträgt, gibt es an Bord für alle etwas zu essen und frisch aufgebackene Brötchen. Die Zubereitung in den engen Galleys ist gar nicht so einfach. In der Kabine dann ist, Frühstück für 270 Personen, ist das eine Herausforderung so früh am Morgen? Ja, ich würde sagen, es ist alles eine Sache von Organisation und wenn man das über längeren Zeitraum schon gemacht hat, weiß man natürlich jeden Handgriff und wie man am besten sich organisieren muss und einfach die Brötchen warm zu machen, auf schöne Einschübe zu dekorieren, um sie dann den Gästen anzureichen. Das ist eigentlich jetzt nicht schwierig, sondern einfach eine Sache mit dem Cook. Und wenn man sich das schön dekoriert, dann haben die Gäste natürlich auch was von. Und man muss halt zuschauen, dass die Brötchen noch warm sind, solange man sie serviert. Weil ansonsten werden die hart und dann schmeckt es natürlich nicht mehr ganz so gut. Das ist wie beim Gang zum Bäcker. Da möchte man ja auch vielleicht auch noch ein warmes Brötchen bekommen. In dieser Flugphase können sich auch die Piloten etwas zurücklehnen. Die Route wurde bereits vor dem Start genau geplant und Abweichungen, zum Beispiel wegen des Wetters, sind heute nicht nötig. Die Flugzeit ist ja heute ca. 2,5 Stunden. Das heißt, es geht erstmal runter Richtung München, dann über die Alpen hinweg Richtung Adria und dann so 200 Meilen vor Kreta geht es dann wieder los, wo wir uns dann vorbereiten auf einen Anflug. Die 31-jährige Co-Pilotin hat einen anspruchsvollen Arbeitstag. Extrem früh aufgestanden, um 2:50 Uhr ging mein Wecker. Ja, und dann zu Condor und ja, dann die Crew kennengelernt, Briefing gehabt und dann zum Flieger. Ja. Wer darf jetzt nachher landen? Das werde ich machen. Ist der Land eine Herausforderung? Ist das anders oder Flughafen? Ja, es ist schon ein anspruchsvollerer Anflug oder Flughafen. Ist ja auch sehr bergig dort und wenn der Wind da vom Süden her kommt über die Berge, kann es manchmal ein bisschen wackeln. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, also schauen wir mal. Währenddessen ist der Bordservice in vollem Gange. 6 Flugbegleiter für 250 Essen sind nicht viel. Während es bei den Piloten im Cockpit nun relativ ruhig zugeht, ist in der Kabine Arbeit fast im Akkord angesagt.
Dabei darf die Präsentation nicht zu kurz kommen. Ich denke, bei den Gästen ist es wichtig, dass der erste Anblick vom Tablett eben passend ist, dass es geschmackvoll ausgestattet ist. Die warmen Brötchen, die natürlich schon mal angenehm duften, vermitteln schon mal ein Gefühl von Appetit. Aber ansonsten ist es oftmals auch gerade bei den Frühaufstehern so, wie man hier so sieht, dass viele Gäste überhaupt nicht zu essen möchten, sondern mit dem Getränk zufrieden sind. Das Essen an Bord wird von Fluggästen besonders kritisch unter die Lupe genommen. Und es ist Teil der Bordunterhaltung. Der Zeitpunkt zum Servieren wird so gelegt, dass eigentlich immer irgendetwas in der Kabine geschieht. Flugbegleiter und Airline-Zulieferer wollen Essen servieren, das auch dann schmeckt und gut aussieht, wenn es an Bord aufbereitet wird. Und das ist keine leichte Aufgabe. In 10.000 Metern Höhe gibt es Besonderheiten zu beachten. Der niedrige Luftdruck und die geringere Luftfeuchtigkeit verändern das Geschmacksempfinden. Salz und Zucker wirken weniger intensiv. Soßen dürfen nicht zu flüssig sein, sonst laufen sie beim Start über. Gerichte nicht höher als 4,5 cm, sonst passt der Deckel nicht mehr aufs Schälchen. Und für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Die Boeing 757 ist inzwischen über Griechenland angekommen. Der Landeanflug steht kurz bevor. Meine Kollegin wird in Kürze den Landeanflug auf Heraklion beginnen. Wir rechnen jetzt kurz vorher unsere Anfluggeschwindigkeiten aus und unsere Landedistanz, die wir in Heraklion brauchen werden. Wir werden dann ab einer bestimmten Entfernung vom Flughafen unsere Reiseflughöhe verlassen. Da wird meine Kollegin hier eine andere Höhe eindrehen, wird mit dem Autopiloten am Anfang anfangen zu sinken. Wir werden dann, wenn wir tiefer sind und im Anflug bereit sind, um unsere Geschwindigkeit zu reduzieren, die Landeklappen ausfahren. Das geschieht hiermit. Wir werden dann im Anflug unser Fahrwerk ausfahren und die Landeklappen auf die Landeposition bringen. Und dann wird die Kollegin den Autopiloten ausschalten. Das funktioniert hier an unserem Steuerhorn und wird von Hand manuell den Flieger in Heraklion landen. Die Flugbegleiterinnen haben das Essen abgeräumt. Die Passagiere wurden aufgefordert, zur Landung ihren Tisch hochzuklappen, den Sitz gerade zu stellen und elektronische Geräte auszuschalten. Das Flugzeug befindet sich im Anflug auf die griechische Ferieninsel und bis zur Landung sind es noch etwa 15 Minuten. In den Galleys sind die Stewardessen mit Aufräumen und Abrechnungen beschäftigt. Erst kurz vor der Landung müssen auch sie sich anschnallen. Es ist kurz vor 9 am Morgen. Viele Passagiere sind seit 6 Stunden unterwegs und schlafen einfach. Schade, denn die Landung verspricht etwas Aufregung. Auf den Monitoren wird der Flugweg angezeigt. Wieder haben die Piloten die beste Aussicht im Flugzeug. Der Anflug auf den Flughafen von Heraklion Richtung Westen führt über das Meer. Die Sicht ist hervorragend, sodass Dorothee Herrmann den Autopiloten früh ausschalten konnte. Solche Anflüge machen den Piloten Spaß. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Nach einem völlig problemlosen Flug kommen die Passagiere vor der geplanten Zeit an ihrem Zielort an. Auch die Piloten sind zufrieden. Hier die ganze Kulisse mit der Insel, das Meer, am frühen Morgen mit der Sonne, das ganze Licht, das ist wirklich, also für mich ist immer eine Entschädigung fürs frühe Aufstehen. Für Max ist der Flug zu Ende. Jetzt heißt es, nichts in der Maschine liegen zu lassen. Die Koffer werden währenddessen bereits entladen und können im Flughafengebäude in Empfang genommen werden. Die meisten Passagiere steigen in Heraklion aus. Einige jedoch werden an Bord bleiben und zusammen mit neu zusteigenden Fluggästen nach Santorin weiterfliegen. Die Flugbegleiter verabschieden sich von den aussteigenden Passagieren. 200 Mal auf Wiedersehen und Dankeschön sagen. Eine Stunde später. Die Boeing 757 rollt wieder auf die Startbahn. Die Piloten wechseln sich ab und dieses Mal steuert Kapitän Hein Bockel die Maschine. Auch in Santorin wird es nur einen kurzen Aufenthalt geben und dann geht es für die 8-köpfige Crew zurück nach Deutschland.
Um 15 Uhr werden sie in Frankfurt landen und 11 Stunden nach Arbeitsbeginn wird ihr Arbeitstag zu Ende gehen.